Sie ist jung, schön und im ganzen Land bewundert, die perfekte Kronprinzessin. Doch hinter dieser Fassade beginnt schon kurz nach der Hochzeit ein Leben voller Demütigungen, ein Ehemann, der sie öffentlich betrügt, ein Hof, der sie kontrolliert und eine Rolle, aus der es kein Entkommen gibt. Doch wer war Kronprinzessin Cäcilie wirklich? Am 6. Juni 1905 heiratet sie den preußischen Thronfolger. Es wirkt wie ein Märchen, doch genau hier beginnt das Problem. Ganz Deutschland richtet den Blick auf diese junge Frau, auf ihre Haltung, ihre Eleganz, ihre Ausstrahlung. Cäcilie wird am 20. September 1886 im Schweriner Schloss geboren, als jüngstes Kind von Friedrich Franz III. Von Mecklenburg-Schwerin und Anastasia Michailowna von Russland. Ihre Herkunft verbindet zwei Welten, den deutschen Hochadel und das russische Zarenhaus. Zur Erinnerung an ihre Großmutter mütterlicherseits, eine badische Prinzessin, erhält sie den Namen Cäcilie. Sie wächst nicht allein auf. Neben ihr stehen die ältere Schwester Alexandrine und der Thronerbe Friedrich Franz IV. Von Mecklenburg-Schwerin. Ihre Kindheit ist von klaren Regeln geprägt. Die Erziehung gilt als streng, Disziplin als selbstverständlich. Gleichzeitig legt man im Haus Mecklenburg großen Wert auf Bildung, ein Bereich, den vor allem ihre Mutter prägt. Cäcilie lernt mehrere Fremdsprachen, Englisch, Französisch und Russisch und reist schon früh durch Europa. Gemeinsam mit ihrer Mutter begegnet sie neuen Ländern, neuen Kulturen und wächst in einer Welt auf, die weit über Mecklenburg hinausreicht. Dennoch bleiben bestimmte Orte prägend. Die ersten Lebensjahre verbringt sie vor allem in Schwerin, Ludwigslust und Gelbensande. Das Schweriner Schloss ist dabei mehr als nur ein Wohnsitz. Es ist über Generationen hinweg Zentrum und Symbol des Hauses Mecklenburg-Schwerin. Doch mindestens ebenso wichtig ist das Jagdschloss in Gelbensande, umgeben von Wäldern und Seen. Nur wenige Kilometer von der Ostsee entfernt bietet es einen Rückzugsort fernab der großen Höfe. Hier wirkt das Leben ruhiger, fast unbeschwert. Doch diese Idylle hält nicht lange. Der Gesundheitszustand ihres Vaters verschlechtert sich zunehmend. Friedrich Franz III. Leidet an einer chronischen Asthmaerkrankung und das nasskalte Klima Mecklenburgs bekommt ihm nicht. Die Wintermonate kann er dort nicht verbringen. In Cannes an der französischen Riviera lässt der Großherzog eine neue Residenz errichten, ein prächtiges Landhaus im italienischen Stil. Hier im Süden Frankreichs führt die Familie ein anderes Leben, zurückgezogener, ruhiger, fernab der großen Verpflichtungen der Höfe. Das Klima ist mild, die Atmosphäre gelöst. Der Großherzog widmet sich seiner Leidenschaft für den Segelsport, während seine Frau mit großer Begeisterung Tennis spielt. Und doch ist dieser Ort alles andere als abgeschieden. Die Côte d'Azur gehört längst zu den bevorzugten Treffpunkten der europäischen Adelswelt. Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts versammelt sich hier, was Rang und Namen hat. Auch die Familie bleibt Teil dieser Welt und Cäcilie wächst mitten in ihr auf. Doch diese scheinbar leichte Zeit endet abrupt. Der Großherzog stirbt. Im Alter von nur 46 Jahren. Die Umstände sind tragisch. Ein Sturz über die Terrassenbrüstung seiner Villa. Ein einziger Moment, der alles verändert. Sein Leichnam wird nach Mecklenburg überführt. Für Cäcilie bedeutet dieser Verlust mehr als Trauer. Er verschiebt ihr ganzes Leben. Zum ersten Mal verbringt sie die Sommermonate nicht mehr in Schwerin. Doch auch für ihre Mutter verändert sich alles. Mit dem Tod ihres Mannes beginnt für Anastasia Michailowna von Russland ein neues Leben. Von nun an verbringt die Familie die Sommermonate nicht mehr in Mecklenburg, sondern in Russland.
Der entscheidende Moment kommt im Sommer 1904. Während der Hochzeitsfeierlichkeiten ihres Bruders begegnet Cäcilie zum ersten Mal dem Mann, der ihr Leben verändern wird: Wilhelm von Preußen. Der Kronprinz sieht sie und ist sofort fasziniert. Cäcilie ist 17 Jahre alt und sie fällt auf, nicht durch ihre Ausstrahlung, sondern auch durch ihre Erscheinung. Mit einer für eine Frau ungewöhnlichen Größe von 1,82 Meter ist sie ihm fast ebenbürtig, nahezu auf Augenhöhe. Ihr tiefschwarzes Haar, ihre dunklen Augen, ihre klare, makellose Haut, all das hinterlässt Eindruck. Eine schlanke, elegante Erscheinung. Für Wilhelm ist es mehr als nur eine Begegnung. Schon wenige Wochen später fällt die Entscheidung. Am 4. September 1904 feiern Cäcilie und der Kronprinz offiziell ihre Verlobung im Jagdschloss Gelbensande. Die Vermählung im Jahr 1905 wird ein Ereignis von landesweitem Interesse. Ganz Deutschland blickt auf dieses Paar. Die Presse im In- und Ausland berichtet ununterbrochen. Bilder, Berichte, Kommentare, alles dreht sich um diese Verbindung. Mit der Eheschließung verändert sich Cäcilies Leben grundlegend. Sie wird Teil des Hauses Hohenzollern, einer der mächtigsten Dynastien Europas. In der preußischen Hofrangordnung nimmt sie nun eine besondere Stellung ein, direkt hinter dem Kaiserpaar und ihrem Gemahl. Von nun an trägt sie den Titel Kronprinzessin des Deutschen Reiches und von Preußen. Sie wird mit kaiserlicher Hoheit angesprochen. Das öffentliche Interesse ist enorm. Die Zeitungen schreiben täglich über sie, was sie trägt, wie sie spricht, wie sie lächelt. Der Umgang mit Menschen wird zu ihrer größten Stärke. In kürzester Zeit gehört sie zu den beliebtesten Mitgliedern des Kaiserhauses. Eine Fähigkeit, die nicht zufällig entsteht. Schon früh hat ihre Mutter, Anastasia Michailowna von Russland, ihr beigebracht, Menschen mit Respekt zu begegnen. Jetzt zeigt sich, wie entscheidend das ist. Auch ihr äußeres Auftreten prägt ihr Bild in der Öffentlichkeit. Cäcilie gilt als eine der elegantesten Frauen ihrer Zeit. Sie wird zum modischen Vorbild. Ihre Kleidung wählt sie bewusst. Hochwertige Stoffe, klare Linien, klassische Schnitte. Dabei setzt sie gezielt auf Berliner Modesalons, ein Zeichen der Unterstützung für das heimische Handwerk. Auch ihre Frisur wird zum Trend. Ihr dunkles Haar wird mit Haarteilen kunstvoll zu einer sogenannten Ballonfrisur aufgesteckt. Ein Stil, der immer wieder kopiert wird. Nach den Flitterwochen beginnt der Alltag. Das Kronprinzenpaar zieht in seine Sommerresidenz, das Marmorpalais in Potsdam. Schon ein Jahr später wird Cäcilie Mutter. Am 4. Juli 1906 bringt sie einen Sohn zur Welt. Der Junge erhält der Tradition folgend den Namen Wilhelm. Für die Öffentlichkeit wirkt das Leben des jungen Paares zunächst vollkommen, glücklich, harmonisch, ein ideales Bild. Doch hinter dieser Fassade sieht die Wirklichkeit anders aus. Die ersten Gerüchte entstehen schon kurz nach der Hochzeit. Im Dezember 1906 reist das Kronprinzenpaar nach St. Moritz, ein mondäner Winterkurort. Und genau hier wird sichtbar, was sich nicht länger verbergen lässt. Wilhelm von Preußen zeigt offen Interesse an anderen Frauen, bei Schlittenfahrten, bei Tanzveranstaltungen, in Gesellschaft. Er bemüht sich kaum, es zu verbergen. Dabei ist dieses Verhalten nicht neu. Schon als Junggeselle gilt er als Mann mit zahlreichen Affären. Viele hatten gehofft, dass sich dies mit der Ehe ändern würde, doch diese Hoffnung erfüllt sich nicht. Cäcilie bleibt das nicht verborgen. Sehr schnell weiß sie von den außerehelichen Beziehungen ihres Mannes. Eine Erkenntnis, die sie tief trifft. Diese Demütigungen sind schwer zu ertragen. Und doch trifft sie eine Entscheidung. Sie schweigt, nicht aus Gleichgültigkeit, sondern aus Pflichtgefühl und um ihr eigenes Ansehen zu bewahren. Nach außen bleibt ihr Leben geordnet. In den folgenden Jahren bringt Cäcilie 6 Kinder zur Welt, eine große Familie und der Mittelpunkt ihres Lebens.
Die Erziehung der Kinder wird zu ihrer wichtigsten Aufgabe. In diesen Jahren entscheiden sich Cäcilie und Wilhelm für eine ausgedehnte Reise von Italien bis Frankreich, doch die Rückreise nach Potsdam wird unterbrochen. Für einen Halt auf Korfu, eine Insel im Mittelmeer, ein Ort voller Erinnerungen. Hier trifft das Kronprinzenpaar erneut auf das Kaiserpaar. Wilhelm II. Hat das Achälion bereits Jahre zuvor erworben, einen Palast im griechischen Stil, einst im Besitz von Elisabeth von Österreich. Ein Ort voller Symbolik und Vergangenheit. 4 Tage bleiben sie, dann setzen sie ihre Reise fort. Die letzte Station führt nach Wien. Auf Wunsch von Franz Josef I. wird der Empfang außergewöhnlich feierlich gestaltet. Die Halle des Südbahnhofs ist reich geschmückt. Blumen überall. Der Kaiser möchte der Kronprinzessin einen besonderen Empfang bereiten. Es ist ihr erster Besuch in der Donaumetropole. Am Abend ein gemeinsames Dinner in der Hofburg. Noch am selben Tag folgt eine festliche Abendgesellschaft im Schloss Schönbrunn. Die darauffolgenden Tage sind dicht gefüllt. Besuche, Empfänge, Besichtigungen, Glanz, höfische Perfektion. Doch ein Moment ragt heraus. Das Kronprinzenpaar besucht die Kapuzinergruft. Dort legt es Kränze nieder, an den Särgen von Kaiserin Elisabeth und Kronprinz Rudolf. Ein stiller Moment, mitten im Glanz. Während dieser Tage erreicht den Kronprinzen eine Nachricht. Eine Entscheidung seines Vaters. Wilhelm II. Überträgt ihm das Kommando über das 1. Leibhusarenregiment, eine Eliteeinheit. Doch der Standort liegt nicht in Berlin, sondern in Danzig. Für Cäcilie ist es ein Schock. Sie hatte erwartet, dass ihr Mann ein Regiment in der Nähe der Hauptstadt erhält. Stattdessen bedeutet diese Entscheidung etwas anderes. Distanz, Abgeschiedenheit, ein Ort fernab der Hauptstadt. Sie empfindet es als Abschiebung. Das Leben in Danzig verändert Cäcilie. Nach außen bleibt sie Kronprinzessin, doch innerlich wächst etwas anderes. Resignation. Der Kronprinz zeigt kaum Interesse, weder an ihr noch an einem gemeinsamen Familienleben. Sie zieht sich zurück, sucht Ruhe in der Natur, unternimmt lange Spaziergänge, stundenlang, allein. Ihre Gedanken werden schwerer. Deprimiert schreibt sie, abends etwas stumpfsinnig. Es gibt Zeiten, wo man überhaupt nicht mehr weiß, was Sinn hat. Dann kommt der Moment, der alles verändert. Die Ermordung von Franz Ferdinand von Österreich und seiner Gemahlin Sophie Schottek wird zum Auslöser eines Krieges, der Europa erschüttern wird. Das Kronprinzenpaar hält sich zu dieser Zeit im Ostseebad Heiligendamm auf, als die Nachricht aus Sarajevo eintrifft. Unerwartet, mit unmittelbaren Folgen. Wilhelm von Preußen reagiert sofort und reist nach Berlin. Cäcilie bringt ihre Kinder zunächst nach Gelbensande und folgt ihm wenig später. Am 31. Juli 1914 erklärt Wilhelm II. Im Neuen Palais in Potsdam den Kriegszustand. Das Kronprinzenpaar begleitet ihn anschließend in die Hauptstadt. Einen Tag später unterzeichnet der Kaiser die Mobilmachung, ein Datum, das den Beginn einer neuen Epoche markiert. Die ersten Tage sind geprägt von Euphorie, von Jubel, von einer Begeisterung, die die Realität noch überdeckt. Vor dem Kronprinzenpalais versammeln sich Menschenmengen, Tag und Nacht, und rufen nach der Familie des Thronfolgers. Immer wieder tritt das Kronprinzenpaar auf den Balkon, gemeinsam mit seinen Söhnen, und zeigt sich der jubelnden Menge. Während des gesamten Krieges steht ihr Mann an der Front und kann seine Familie nur selten sehen. Cäcilie bleibt zurück mit ihren Aufgaben und mit einer wachsenden Verantwortung. Sie widmet sich intensiv der karitativen Arbeit. Auguste Victoria überträgt ihren Schwiegertöchtern die Betreuung verwundeter Soldaten. Und auch Cäcilie übernimmt diese Aufgabe. Aufgrund ihrer Stellung trägt sie Verantwortung für mehrere Militärhospitäler in Berlin. Darüber hinaus richtet sie auf eigene Initiative im Schloss Oelz in Schlesien ein Lazarett ein.
Mit dem Krieg verschlechtert sich die Versorgungslage drastisch. Besonders in den letzten beiden Kriegsjahren wird die Situation immer angespannter. Auch der Haushalt des Kronprinzen bleibt davon nicht verschont. Im Sommer 1917 wird die Lage kritisch. Lebensmittel werden knapp. So knapp, dass Cäcilie fürchtet, ihre Kinder und das Personal nicht mehr ausreichend versorgen zu können. In dieser Not schreibt sie an den Generalfeldmarschall August von Mackensen. Nur wenige Tage vor der Geburt ihres 6. Kindes bittet sie um Hilfe, um einen Vorrat an Weizenmehl für sich und ihre Familie. Doch nicht nur die Situation in Deutschland belastet sie. Im März 1917 erreicht Cäcilie eine Nachricht aus Russland. Die Februarrevolution ist ausgebrochen, der Zar ist abgesetzt worden und das Schicksal der russischen Herrscherfamilie bleibt zunächst ungewiss. Während Europa im Chaos versinkt, verliert Cäcilie nicht nur ihre Heimat, sondern auch die Welt, in der sie aufgewachsen ist. Und vielleicht zum ersten Mal auch die Illusion ihres eigenen Lebens. Doch was danach folgt, wird alles verändern.